Hallo zusammen, heute ist die neue Huawei Watch GT6 erschienen. Ich konnte die Uhr vorab testen und möchte in diesem Video die Neuerung zeigen bzw. hier meine Erfahrung wiedergeben. Die Huawei Watch GT6 erscheint dabei in zwei verschiedenen Größen, einmal in der 41 mm Variante und in der 46 mm Variante. Bei der 46 mm Variante kannst du dich zwischen drei verschiedenen Farben entscheiden, einmal einem Grau, einem Grün und einem Schwarz. Bei der 41 mm Variante ist die Auswahl etwas größer. Zwischen Schwarz und Weiß gibt es dann auch Braun und Gold und Purple ist ebenfalls hier mit enthalten. In diesem Video seht ihr hier die 41 mm Variante in der braunen Farbe. Das Uhrengehäuse selbst ist bei allen Modellvarianten hier aus Edelstahl. Preislich gibt es ein paar Unterschiede. In der Standardversion kostet die 46 und 41 mm Variante 249 Euro. Die grüne Version bei der 46 mm Variante sind hier bei 269 Euro. Und die braune Version, die ihr jetzt hier auf dem Video seht, mit einem veganen Lederarmband, kostet hier 269 Euro. Und die Gold-Version ist hier die teuerste Uhr mit 299 Euro. Die Huawei Watch GT6 habe ich in diesem Fall hier auf dem iPhone getestet. Du kannst die Uhr aber sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Android-Handy nutzen, beziehungsweise natürlich auch auf dem Huawei-Handy, ist kein Problem. Wenn du dich für ein Android-Handy entscheidest, dann musst du hier über die App-Galerie die App herunterladen. Beim iPhone wird das Ganze dann hier im App Store angeboten. Und wie du auf einem Android-Handy hier die App-Galerie installieren kannst, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir oben mal, kannst du mal reinschauen, wie das dann hier funktioniert. Im Bereich des Displays bekommen beide Größen hier ein neues AMOLED Touch Display angeboten. Besser gesagt, bei der 41 mm Variante sind es 1,32 Zoll, während die 46 mm Variante 1,4 Zoll hat. Beide Displays, egal welche Größe, sind dann bis zu maximal 3000 Nits hell. Das heißt also, es ist draußen in der Sonne auch wirklich sehr gut ablesbar. Geschützt wird das Display hier mit einem Glas. Huawei gibt es nicht so ganz genau an, ob es jetzt Gorilla Glas ist oder was anderes. Was es auf jeden Fall nicht ist, ist Saphirglas. Das bekommt ihr nur bei der GT6 Pro angeboten. Die Bedienung selbst der Uhr erfolgt dabei hauptsächlich über das Touch-Display. Du kannst hier Apps auswählen bzw. durch die Menüs scrollen. Es gibt dann aber auch eine Krone rechts oben. Auch hier kannst du durch die Menüs scrollen bzw. durch die Datenfelder. Und es gibt dann auch eine Taste rechts unten. Und da kannst du für einmal drücken hier die Funktion belegen. Da gibt es eine Auswahlliste an Möglichkeiten, die du dann hier nutzen kannst. Die Huawei Watch GT6 bietet dir dann auch einen NFC-Chip an. Das heißt also, du kannst mit der Uhr auch dann bargeldlos zahlen. Huawei bietet nun die App Quico an. Das heißt also, wenn du das hier nutzen möchtest, wird das hier direkt auf die Uhr mit installiert sein. Ich selber habe damit aber noch keine Erfahrung gemacht. Du kannst mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, falls du schon damit bezahlt hast, wie das Ganze hier funktioniert und ob es auch gut funktioniert. Neben dem NFC-Chip bekommst du natürlich auch einen Bluetooth-Chip verbaut, der einmal natürlich für die Verbindung zum Handy ist, aber ihr könnt dann auch hier ein Leistungsmesser vom Radfahren verbinden oder ein Brustgurt wird ebenfalls hier mit der Huawei Watch GT6 unterstützt. Die Huawei Watch GT6 hat aber noch mehr im Bereich der Sensorenkonnektivität zu bieten. So bekommst du auch hier einen Kompass angeboten. Es gibt dann auch einen Temperatursensor, bei dem dann die Hauttemperatur gemessen wird, aber auch ein barometrischer Höhenmesser mit einer Unwetterwarnung hast du hier bei der Uhr dabei. Und solltest du mal irgendwo unterwegs sein und hast dann ein Gerät, was auch externe Herzfrequenzdaten empfangen kann, dann kannst du diese auch hier über die Uhr senden bzw. an das Gerät weiterleiten. Im Bereich der smarten Funktion bekommst du mit der Huawei Watch GT6 ein Mikrofon und Lautsprecher verbaut. Das heißt also, du kannst einmal Anrufe über die Uhr tätigen bzw. auch entgegennehmen. Einzige Voraussetzung hierfür ist, dass die Uhr mit einem Handy verbunden ist, weil es gibt hier keinen eigenen LTE-Chip. Du hast auch die Möglichkeit hier dann Sprachmemos aufzunehmen und diese dann über die Uhr auch selber wieder abzuhören. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne einen Daumen hoch da, das freut mich und den Algorithmus. Danke dir. Und es gibt dann auch die Option hier Offline-Musik auf die Uhr zu speichern oder die Musik hier von deinem Handy zu steuern. Das wird ebenfalls mit der Huawei Watch GT6 unterstützt. Und wie ihr es von Sport- und Fitnessuhren gewohnt seid, bekommt ihr auch mit der Huawei Watch GT6 eine Übersicht über das aktuelle Wetter, sei es jetzt eine Prognose für die nächsten Stunden, aber auch ein Überblick über den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist enthalten oder der UV-Index habt ihr ebenfalls mit im Überblick. Und solltest du eine Benachrichtigung auf deinem Handy bekommen, sei es auf dem Android oder auf dem iPhone, das ist alles kein Problem. Du bekommst die Benachrichtigung dann hier auf die Uhr auch angezeigt, kannst diese dann lesen. Und darüber hinaus hast du auch die Option in der Huawei Health App einzustellen, welche Benachrichtigung du bekommen möchtest. Wobei das beim iPhone etwas eingeschränkt ist, es wird nicht jede App unterstützt. Die Apps, die nicht unterstützt werden, tauchen dann unter andere Apps auf. Das ist bei Android etwas besser gelöst, da hast du nämlich wirklich alle Apps in der Übersicht, bei der du dann einstellen kannst, ob du jetzt Benachrichtigung haben möchtest oder auch nicht. Weitere Unterschiede zwischen Android und iPhone gibt es dann im Bereich der Kamerasteuerung. Auf dem Android-Handy kannst du hier keine Kamera über die Huawei Watch GT6 steuern. Anders sieht es dann auf dem iPhone aus, da kannst du hier die Kamera steuern.
Wenn du in der Kamera-App dann Video ausgewählt hast, dann startest du direkt ein Video. Wenn du Foto ausgewählt hast, dann kannst du auch direkt ein Foto machen. Sogar mit einer Zeitverzögerung ist das dann hier möglich. Neu mit der Huawei Watch GT 6 ist auch dann die Möglichkeit, dass die App Gallery von Huawei nun auf Android als auch auf iPhone in der Huawei Health App angeboten wird. Das heißt also, du kannst die Funktion der Uhr hier nochmal deutlich erweitern. Wobei man sagen muss, der App Store ist hier gegenüber anderen App Stores deutlich eingeschränkt, was hier das Angebot angeht. Aber die Option ist auf jeden Fall vorhanden, falls eine interessante App für dich hier dabei ist. Und wie ihr es von Huawei gewohnt seid, gibt es dann auch eine Hülle und Fülle an Zifferblättern. Zu einem natürlich hier kostenpflichtige, aber auch kostenlose. Und das ist auch eine Menge, was hier angeboten wird. Und ich denke, da ist auch für jeden Geschmack was mit dabei. Mit der Huawei Watch GT 6 bekommst du auch hier im Bereich der Fitnessfunktion natürlich auch wieder hier die bekannten Ringe angeboten. Diese setzen sich einmal zusammen aus der Bewegungszeit bzw. Kalorien, aus der Trainingszeit und aus der Stehzeit. Du kannst natürlich hier auch die Ziele selber festlegen. Einzig die Kalorien fallen ja etwa 5 bis 10% höher aus als bei meinen anderen Sportuhren. Ansonsten die Werte hier sehr plausibel. Was ich bei Huawei-Uhren auch mal ganz toll finde, ist, dass ihr einmal die Schritte aufgezeigt bekommt, aber dann auch die Distanz über den Tag und das unabhängig davon, ob du eine Aktivität aufgezeichnet hast oder auch nicht. Und du bekommst eine Übersicht des Anstieges, was man hier zum Beispiel durch Treppensteigen hier sammeln kann. Und es gibt dann auch eine grafische Analyse, wie sich die Daten dann über den Tag hier zusammengesetzt hat. Seht ihr, ich habe heute einen etwas ruhigeren Tag gemacht und da bekommt ihr auch nochmal einen Überblick, wann die Stehzeiten genau erreicht worden sind. Und es gibt dann auch nochmal eine Wochenübersicht, bei der ihr dann nochmal komplett die ganze Woche zusammengefasst seht, also was ihr dann alles hier so geleistet habt. Ganz spannend, was wir mit den letzten 2 Uhren von Huawei erhalten haben, ist dann auch der Gesundheitsüberblick. Da bekommt nämlich schön angezeigt, wie dann hier sich die gesundheitlichen Veränderungen entwickelt haben. Sehen Sie hier zum Beispiel 4 Veränderungen haben wir, bei dem Tiefschlafanteil hat sich was getan, aber dann auch bei der Ruheherzfrequenz oder beim Stress. Und so könnt ihr dann auch nochmal schön durchlesen, welche Tendenzen sich gerade hier abzeichnen. Das gibt es aber nicht nur auf der Uhr, es gibt dann auch nochmal in der Huawei Health App selber einen Überblick. Da kannst du nochmal die Details genauer durchlesen und es gibt dann auch noch eine schöne Trendübersicht. Da kannst du wunderbar im Verlauf sehen, ob sich der Trend für dich positiv entwickelt oder auch negativ. Und so kannst du auch mal schauen, was du da machen kannst, um hier vielleicht wieder eine Besserung herbeizuführen. Neben dem Gesundheitsüberblick hat sich dann auch ein bisschen was bei der Stressmessung geändert. Ihr bekommt jetzt hier so ein Wohlfühl-Widget angeboten, bei dem ihr einmal seht, ob es jetzt euch gut ging oder auch nicht. Der mittlere Bereich ist so entspannt. Oben ist hier ganz positiv, unten ist eher negativ. Und ihr bekommt jetzt auch hier die Stressmessung nochmal angezeigt. Man kann auch ganz gut sehen, dass die leider nicht immer ganz gemessen wird. Ich habe einen ruhigen Tag gehabt. Es gab hier und da dann doch Probleme, dass sie nicht gemessen worden ist. Als Orientierung ist es ganz okay, aber es gibt auf jeden Fall Uhren, die das hier ein bisschen besser abbilden als die Huawei-Uhren hier in diesem Fall. Und soll es dir dann mal zu stressig sein, dann hast du mit der Huawei Watch GT 6 auch die Möglichkeit, hier eine Atemübung zum Entspannen durchzuführen. Das wird hier ebenfalls mit dann unterstützt. Stichwort Entspannen, da ist natürlich dann auch der Schlaf wichtig. Und so bietet uns natürlich die Huawei Watch GT 6 auch die Möglichkeit, hier ein Schlaftracking durchzuführen. Ihr bekommt einmal hier einen Schlafscore angezeigt, das ist von 72 und eine Sternebewertung. Wir sehen auch hier 5 Stunden 21 war der Schlaf. Generell muss man sagen, die Schlaferkennung funktioniert wirklich sehr gut. Das heißt also, Einschlafphasen, Aufwachphasen werden sehr gut erkannt. Du bekommst dann eine detaillierte Übersicht über den aktuellen Schlaf und Schlafphasen, als natürlich auch die Ruheherzfrequenz und die Herzfrequenzvariabilität. Und wenn du mit der Uhr länger geschlafen hast, bekommst du eine Einordnung, ob das jetzt ein normaler Wert für dich ist oder auch nicht. Ich blende es mal mit der GT 6 Pro ein, da habe ich ein bisschen mehr geschlafen. Da kann man die Grafik wirklich sehr gut sehen, wie das dann eingestuft wird. Und was auch nicht fehlen darf, sind natürlich auch die Blutsauerstoffwerte bzw. Atemfrequenz wird ermittelt. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, hier Nickerchen zu erkennen. Und auch das hat bis jetzt immer sehr zuverlässig funktioniert. Wenn ich die GT 6 angehabt habe, wurden die Nickerchen auch entsprechend dann erkannt. Du bekommst dann auch in der Huawei Health App selber nochmal eine detaillierte Analyse deines Schlafes. Da kannst du auch wirklich nochmal in die Tiefe gehen, bekommst ein paar Sachen beschrieben, was das genau heißt. Und das ist auch wirklich an dieser Stelle sehr interessant gestaltet. Und sollte dich das Thema Kalorientracking interessieren, dann hast du auch die Möglichkeit, mit der Huawei Watch GT 6 hier über das Widget Kalorien zu tracken, als natürlich dann auch über die Huawei Health App. Das wird dann auch hiermit unterstützt. Das heißt also, wenn du auch Aktivitäten durchführst, werden die Aktivkalorien dann hiermit eingerechnet und so siehst du dann auch immer hier dein Kaloriendefizit. Die Huawei Watch GT 6 ist aber nicht nur eine interessante Fitnessuhr, du kannst auch sehr viele Sportaktivitäten damit tracken. Besser gesagt, sind über 100 Möglichkeiten, die du hast, von Laufen, Indoor, Outdoor, über Krafttraining, aber auch Schwimmen bzw. Bahnaufzeichnung des Schwimmens ist dann hier eine Option. Wandern, Triathlon wird mit unterstützt, als auch Rudern, Indoor, Outdoor. Oder wenn dich für Tanzen interessierst, generelles Tanzen, als auch Ballett ist mit dabei oder Reiten und Pilates
habt ihr ebenfalls auch hier auf der Uhr. Und sollte für dich Mannschaftssportart interessant sein, gibt es auch Basketball und Fußball. Oder wenn du Lust hast, draußen mal im Eis zu laufen, ist auch Eislaufen mit dabei. Und damit das Training nicht langweilig wird, hast du auch einige Optionen, hier ein Training durchzuführen. Einmal hast du die Möglichkeit, hier auch eigene Ziele zu setzen, sei es jetzt hier ein Distanzziel, ein Zeitziel oder ein Kalorienziel. Da gehst du einfach rein und wählst dann das aus, was du dann hier haben möchtest. Du hast aber auch die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel eine Laufaktivität machst, dann auch gewisse Kurse durchzuführen. Das sind so vorinstallierte Kurse, die euch dabei helfen sollen, euer Fitness auszubauen, beziehungsweise wenn du neu anfängst, auch einen Einstieg reinzufinden. Dabei sind die Kurse auch eher so für Anfänger und fortgeschrittene Anfänger, aber nichtsdestotrotz, hier bekommt ihr dann geleitete Workouts, um einfach eure Fitness hier zu verbessern. Du hast aber auch die Möglichkeit, wenn du dich dann entscheidest, einen Trainingsplan zu machen, diese auf der Huawei Health App auszusuchen. Hier gibt es zum Beispiel 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Und da bekommst du auch hier verschiedene Trainingseinheiten angeboten. Aber auch das orientiert sich eher so an die Anfänger. Und was bei einer Sportuhr auch nicht fehlen darf, sind dann die Intervalltrainings. Ihr könnt auch einen Laktatschwellentest machen. Und was ganz interessant ist, ist auch Anleitung zum Rennen. Das heißt also, wenn ihr das auswählt, dann könnt ihr euch für eine Distanz entscheiden. Das heißt 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon oder auch eine eigene Distanz. Und wenn wir zum Beispiel das Halbmarathon auswählen, bekommt ihr dann auch hier Zeiten angeboten, die ihr hier sicher schaffen könnt, beziehungsweise auch herausfordernd. Und so könnt ihr auch auf eine bestimmte Zeit trainieren und euch selber herausfordern. Und möchtest du dich aber jetzt nicht auf eine bestimmte Distanz festlegen, aber trotzdem gegen eine Zeit laufen, dann gibt es auch einen virtuellen Laufpartner, gegen den du antreten kannst. Da gibst du einfach die Pace an und so hast du auch hier die Option, hier ein etwas langweiliges Training doch etwas spannender zu machen. Und wie ihr es von Huawei-Uhren gewohnt seid, könnt ihr auch mit der Huawei Watch GT 6 für jede Aktivität die Datenfelder einstellen, so wie ihr es haben möchtet. Während der Aktivität bekommt ihr eine schöne Übersicht über eure aktuelle Herzfrequenz, aber auch in welcher Zone du gerade trainierst. Beim Laufen siehst du dann auch die Schritte oder Laufeffizienzwerte. Oder du bekommst natürlich auch beim Radfahren hier die Geschwindigkeit angezeigt, beziehungsweise wie viel Steigung du hier an dieser Stelle gemacht hast. Und solltest du hier einen externen Leistungsmesser haben, dann kannst du auch hier die Leistungsdaten direkt auf der Uhr anzeigen lassen. Was dann auch nicht fehlen darf, ist natürlich dann auch die Pace bzw. der Trainingsstatus, der ist dann ebenfalls mit enthalten. Was wir neu mit der Huawei Watch GT 6 erhalten, ist dann der virtuelle Leistungsmesser. Du hast jetzt die Möglichkeit, in der Radfahraktivität nämlich hier Räder zu hinterlegen, sei es ein Rennrad, sei es ein Mountainbike oder auch sogar ein Klapprad. Da kannst du auch das Gewicht des Fahrrades hinterlegen bzw. auswählen und dann bekommst du während der Aktivität hier immer Leistungswerte angezeigt und das Ganze ohne einen teuren Leistungsmesser zu kaufen. Und wenn du länger als 40 Minuten eine Aktivität beim Radfahren durchgeführt hast, bekommst du danach auch einen sogenannten FTP-Wert angezeigt. Das heißt also, hier bekommst du eine Einordnung, wie gut du im Radfahren unterwegs bist, beziehungsweise kannst natürlich dann über die Zeit auch schauen, wie du dann hier immer wieder besser wirst. Aktuell ist der virtuelle Leistungsmesser aber noch etwas in den Kinderschuhen. Oft kommen dann auch Nullwerte, obwohl man in die Pedale tritt. Das tritt vor allem dann auf, wenn du mal unter Brücken durchfährst, wenn das GPS-Signal weg ist. Oder generell sind die Wattwerte hier im Durchschnitt deutlich niedriger als bei meiner Wattmessung, die ich jetzt hier real nebenbei habe laufen lassen. Neben dem virtuellen Leistungsmesser hast du dann auch die Möglichkeit, sowohl auf dem iPhone als auch im Android-Gerät hier das Handy als Radcomputer zu nutzen. Das heißt also, wenn du eine Aktivität startest, bekommst du dann eine Kartenübersicht über die Strecke, die du schon gefahren bist. Du siehst dann auch deine Geschwindigkeit, die du fährst und natürlich an welchem Herzfrequenzbereich du unterwegs bist. Einziges Manko, solltest du hier eine Routennavigation durchführen, bekommst du diese leider momentan noch nicht angezeigt. Und beim iPhone hatte ich das Problem, dass der Bildschirm immer wieder in den Ruhemodus gegangen ist. Das heißt also, ich musste das Handy dann auch immer wieder entsperren. Das hatte ich auf meinem Pixel 10 hier nicht gehabt. Da wurde durchgehend hier der Radcomputer angezeigt. Auch beim Thema Sicherheit gab es dann hier Veränderungen oder Verbesserungen. Zu einem hat nur die Huawei Watch GT 6 die Möglichkeit, wenn du beim Radfahren stürzt, das zu erkennen, beziehungsweise kann dann auch hier ein Notfallkontakt kontaktieren, den du hinterlegen kannst. Und ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr mehrfach die Krone rechts oben drückt, dass ihr hier auch einen Notruf absetzen könnt, sei es jetzt zu einem Notfallkontakt oder zum Beispiel auch zur Polizei. Voraussetzung bei beiden Stellen ist aber, dass du dann dein Handy in der Nähe hast, weil wie gesagt die Daten dann direkt über das Handy gesendet werden, da ja hier kein eigener LTE-Chip verbaut ist. Wie auch schon bei den Vorgängeruhren kannst du natürlich auch hier mit der Huawei Watch GT 6 dich wieder navigieren lassen. Es wird dann auch wieder eine Komoot-Schnittstelle unterstützt, wenn du da eine Route planen möchtest. Oder auch GPX-Dateien können dann natürlich importiert werden und auf die Uhr übertragen. Und wie wir schon vom Vorgänger kennen, gibt es auch hier wieder Offline-Karten im Angebot. Dabei habt ihr aber keine topografischen Linien, es sind einfach nur Karten, die dann zum Beispiel Wälder oder Freigelände zeigen oder auch Straßen mit Straßennamen. Points of Interest werden ebenfalls angezeigt.
Schwieriger wird es leider hier, wenn du dann im Wald unterwegs bist, beziehungsweise dann auf Radwegen, da oft hier Wege fehlen. Das liegt vor allem daran, dass hier Petal Maps Karten benutzt werden, die wiederum basieren auf TomTom Karten, die wiederum aus dem Straßenverkehr kommen. Und das macht sich leider dann hier in den Wäldern bemerkbar. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass irgendwann Huawei hier auf OpenStreetMaps umsteigt, damit dann auch hier Trails etc. auf den Karten zu sehen sind. Solltest du aber eine Route planen mit einer Straße, die jetzt nicht auf der Karte vermerkt ist, bekommst du aber die Routenlinie trotzdem angezeigt und du bekommst dann auch während der Navigation hier abbiegenweise per Sprachausgabe. Die Herzfrequenz liegt bei 125 Herzschläge pro Minute. Nach 32 Meter nach links abbiegen. Du kannst die Sprachausgabe auch ausschalten, dann gibt es hier Pop-ups, wobei man sagen muss, dass diese hier sehr kurz angezeigt werden, so 3-4 Sekunden. Und sie sind leider nicht so zuverlässig für die Sprachansage. Das heißt also, hier und da kann es dann auch mal sein, dass eine Abbiegung fehlt. Ganz spannend bei Smartwatches sind natürlich dann auch immer hier die Akkulaufzeiten. Ganz insbesondere jetzt auch hier bei der kleinen 41 mm Variante. Ist auch mal schön, das zu testen. Huawei gibt ja bei der Watch GT6 in der 46 mm Variante 14 Tage bei typischer Nutzung an und bis zu 40 Stunden hier in der Outdoor-Nutzung. Wie gesagt, das sind hier Bis-zu-Werte. Bei der 41 mm Variante ist dann etwas weniger. Hier gibt es bei typischer Nutzung so etwa 7 Tage Laufzeit und Outdoor-Aufzeichnung bis zu 25 Stunden. Ich selber habe die Huawei Watch GT6 jetzt hier im Always-On-Modus genutzt. Der Bildschirm geht nach 15 Sekunden in den Ruhemodus. Das heißt also, du bekommst dann nur noch die Uhrzeit angezeigt. Kannst mit der Gestensteuerung natürlich auch wieder das Display aktivieren. Dann wird es hier in voller Pracht angezeigt. Ich habe hier Schlaftracking betrieben, Blutsauerstoffwertmessung und natürlich auch 24/7 die Herzfrequenzmessung durchgeführt. Und hier kam ich dann auf einen Akkuverbrauch von etwa 0,58% pro Stunde. Das entspricht so einer Laufzeit von den angesprochenen 7 Tagen, die Huawei auch hier angibt, was für diese Uhrengröße auch wirklich sehr gut ist. Ich habe dann auch meinen Lauf durchgeführt, auch hier im Always-On-Modus mit dem besten GPS. Und hier kam ich auf einen Akkuverbrauch von 6,5% pro Stunde. Das entspricht so einer Laufzeit von 15,27% pro Stunde. Wie gesagt, im Always-On-Modus. Das gleiche habe ich dann auch beim Radfahren gemacht mit dem virtuellen Leistungsmesser. Hier hatte ich jetzt einen Verbrauch von 5,8% pro Stunde. Hier wären jetzt 17 Stunden Laufzeit möglich gewesen. Das liegt einfach daran, das Display ist hier mehr abgedunkelt, man schaut jetzt weniger drauf, deswegen sind ja auch längere Laufzeiten dann rausgekommen. Und zu guter Letzt habe ich dann noch einen Lauf mit Navigation gemacht. Das verbraucht hier den meisten Strom wegen den Ansagen. Und hier kam ich auf einen Verbrauch von 8,4% pro Stunde. Das entspricht zu 11,8 Stunden Laufzeit, also knapp 12 Stunden, die du mit der kleinen Uhr hier aufzeichnen kannst. Und das sind wirklich sehr gute Werte, wenn man bedenkt, wie klein die Uhr an dieser Stelle hier ist. Wenn wir dann einen Blick auf die GPS-Werte werfen, die Huawei Watch GT6 bietet uns hier das L1 und L5 Band an. Generell hat die Uhr hier sehr gute Tracks aufgezeichnet, sowohl bei meiner Gravel-Radfahrt, wo ich dann hier wirklich tief im Wald war und alles ringsrum bewachsen. Das hat hier wirklich sehr gut funktioniert. Aber natürlich dann auch im Freigelände war das hier kein Problem. Auch da hat die Uhr wirklich sehr brilliert, was die Aufzeichnung anging. Ich hatte dann aber bei einem Lauf eine kleine Abweichung. Das war so nach der Mitte des Laufes. Das hat sich dann auch wieder erholt. Da kann ich gar nicht erklären, an was das passiert ist. Aber generell muss ich sagen, dass die GPS-Messung der Huawei Watch GT6 insgesamt dann hier wirklich mal sehr gut funktioniert hat. Zu guter Letzt ist natürlich dann auch noch die Herzfrequenzmessung des optischen Sensors interessant. Wie gesagt, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Lauf durchgeführt. Die Uhr hat von Anfang an hier die Werte wirklich sehr gut erkannt. Ich bin oft stehen geblieben, habe was gefilmt und kann ganz gut sehen, gegenüber eines Brustgurtes hat die Uhr dann auch hier wirklich die Werte sehr gut aufgezeichnet. Das gleiche hatte ich dann auch bei meinem Traillauf. Da hat sie sogar besser performt als die GT6 Pro. Man kann sehen, dass es zwischen Minute 21 und 26 mal einen Messfehler gab, aber nichtsdestotrotz ist dann wirklich hier sehr nah an einem Brustgurt, was uns die Huawei Watch GT6 hier anbietet. Anders sah es dann beim Radfahren aus, besser gesagt beim Graveln. Da gibt es dann doch gerade bei Minute 21 bis Minute 51 hier sehr viele Abweichungen. Da bin ich sehr viel am Schotter unterwegs gewesen. Es war nicht mal eine Abfahrt, es ging nur geradeaus. Problem ist halt hier, dass hier sehr viele Erschütterungen sind und es da zu Messfehlern kommen kann. Ich habe dann noch mal eine zweite Radfahrt gemacht. Die roten Striche, die ihr seht, das sind jetzt hier Fehlmessungen des Brustgurtes, die bitte ich mal zu ignorieren. Aber man kann ganz gut sehen, ich habe nämlich ab Minute 47 eine Abfahrt gemacht und hier sind deutliche Ausreißer festzustellen. Aber auch schon bei Minute 7 und 17 gab es hier und da schon ein paar Ausreißer. Auch hier hat bei mir die Huawei Watch GT6 Pro etwas besser performt. Vielleicht ist es baubedingt, ich kann es nicht genau erklären, weil vom Sensor her gibt es hier eigentlich keine großen Unterschiede. Diese wurden aber hier gemessen. Ganz gut performt hat die Huawei Watch GT6 dann hier beim Krafttraining. Man kann ganz gut sehen, dass die Verläufe hier sehr gut getroffen worden sind. Es gibt zwar ab Minute 9 und 11 so ein paar Abweichungen, auch bei Minute 39, aber insgesamt bekommen wir wirklich ein sehr gutes Bild. Es kommt nicht an eine Apple Watch heran,
aber schon wirklich sehr nah dem, was man hier beim Krafttraining dann an Puls hier aufzeichnet. Ja, da komme ich auch zu meinem Fazit der Huawei Watch GT 6. Solltest du jetzt die 5er Version haben, musst du natürlich überlegen, ob du hier ein Upgrade durchführst. Es gibt jetzt den virtuellen Leistungsmesser, der aber noch etwas in den Kinderschuhen steckt. Du bekommst ein 3000 Nits helles Display. Einziges Manko ist hier auf jeden Fall die Navigation bzw. die Karten. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass Huawei irgendwann auch das angeht und hier eine Verbesserung durchführt, dass man auch Waldwege hier genauer sieht, die momentan noch nicht enthalten sind. Auf jeden Fall hat die Uhr sehr viel Spaß beim Sport gemacht und ist auf jeden Fall eine sehr gute Alternative. Sie ist sehr hochwertig verbaut, wie wir es von Huawei kennen. Du kannst mal gerne einen Kommentar schreiben, was du von der Huawei Watch GT 6 hältst. Ist das eine Uhr für dich? Und sagst du lieber, gehst auf die Pro-Variante oder ist vielleicht eine andere Uhr für dich spannend? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr um Huawei sehen möchtest, ich habe auch eine Playlist rund um Huawei. Kannst du mal reinschauen, was ich sonst noch alles auf dem Kanal vorgestellt habe. Beziehungsweise, wenn du neu bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals. Da kannst du sehen, was hier sonst noch alles stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich in den Algorithmus. Ansonsten bin ich Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.